Also ich bin jetzt hier auf Schaffhausen weggefahren. Der letzte Blick zurück. Jetzt geht es los mit meinem Abenteuer Richtung Winterthur. Aber natürlich nicht die Autobahn. Wäre ein bisschen übertrieben. Aber der Veloweg, der führt mich auch ans Ziel. Das nächste Etappenziel ist die Jugendherberge in Rapperswil-Jona. Dann geht es weiter Langquart. Und dann geht es hier wieder Ruhe nach Klosters. Und dort über den Reschenpass, aber nach Venedig. Und dann Griechenland. Aber das erst in ein paar Wochen. Da habe ich Zeit. Jetzt nächstes Mal noch die Heimat. Und da ist der Weg. Jetzt Baum verlassen und gehe jetzt Richtung Rapperswil, zur Jugendherberge. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur noch ab sie. Wenigstens größtenteils. So, ich hoffe, dass ich so um die 4 Uhr drinnen bin. Schaffhausen habe ich eigentlich den Veloweg 86 nehmen. Rheinfall, Zürich-Oberland. Aber dann bin ich da auf die Abzweigung Turbental gestoßen. Und ich habe gefunden, da wäre es jetzt auch noch. Es hat zwar ein bisschen Hügel drin, aber ja, es war ja nichts Dramatisches gewesen. Ja, das ist eigentlich da eine Planänderung. Rot habe ich eigentlich vorgesehen. Aber ich hatte noch einen Abstecher da. Aber hat ein bisschen länger gedauert. Aber ja, vielleicht war es ein bisschen schöner gewesen, ein bisschen abwechslungsreicher, weniger Verkehr. Weil ja, der Veloweg da, der geht neben der Hauptstraße durch, also kein Thema. So eben die Jugendherberge Rapperswil-Jona verlassen. Es war eine schöne Jugendherberge, sehr gastfreundlich. Jetzt mache ich mich hier auf den Weg nach Langquart. Zwischendrin ist noch Wesen. Talkanal. Ich mache jetzt auch den Veloweg 99, Lindtalkanal.
Ich kann hier noch etwas sagen zu der Tour, die ich hier machen will. Gestartet habe ich eigentlich hier oben, Rapperswil-Jona, bin hier den Veloweg hier gegangen. Jetzt im Moment sind wir ja etwa hier, nähe Autobahn. Und ich gehe dann nachher hier auf Allenstadt. Und ja, die Langfahrt wird etwa da hinten sein. Dort wird übernachten. Schade, super Gegend hier. Aber die Autobahn ist jetzt hier hinter dem Busch. Man hört sie zwar, aber man sieht sie Gott sei Dank nicht. Aber das Panorama ist sehr eindrücklich. Ich habe jetzt den Langquart verlassen. Ein schöner Zeltplatz gewesen. Vielleicht, dass es so spät im Jahr ist, eigentlich ganz kalt und nass. Aber jetzt freue ich mich auf Klosters. Dort werde ich 2 Tage verbringen und mich dann ein bisschen vorbereiten auf die nächste Etappe. Frischer Pass, aber richtig Venedig. Ja, und jetzt grüße ich das erste Mal die wunderschöne Landschaft von Graubünden. Und ich hoffe, der Veloweg wird so bleiben, wie es jetzt ist. Ein bisschen weg vom Verkehr, schön einsam. Und ich hoffe, der Schnee dort oben tut mir nicht weh. Ich habe jetzt Klosters gerade verloren. Ich war 2 Nächte dort. Eigentlich wollte ich durch den Vereinertunnel gehen. Aber es ist anders gekommen. Es ist einfach nur schön blaues Wetter. Keine Wolken mehr. Und das sollte etwa bis um 5 Uhr oder so anlangen. Also für mich Grund genug, nicht so die einfache Variante zu machen, sondern über den Flüelen. Darum gehe ich jetzt auf Davos und steige hier den 28er, Hauptstrasse 28. Über ins Unterengadin, Schulz, oder Squall, sagt man auch. Und dort gehe ich in die Jugendherberge. Auch wenn das Wetter so bleibt, dann wird das eine super schöne Fahrt. Ich rechne etwa mit 4 bis 5 Stunden, aber
ja, das sollte eigentlich gehen. Okay, sehr steil gemacht, ein bisschen zu Davos. Da nebenzu ist der Wolfgangsee. Am Ende von dem See gehe ich da links weg, Richtung Flüeler Pass. Und ja, so sieht es aus. Von da unten bin ich gekommen, respektive von Klosters, Davos, Flüelerpass. Und ja, jetzt geht es da durch. Ich hoffe, 2 Drittel habe ich gemacht, der letzte Drittel habe ich noch vor mir. Und dann geht es runter Richtung Lawin, Schulz. Das heutige Etappenziel, Flüelerpass, ist erreicht. Ich habe jetzt das 3 Stunden 35 Minuten und 20 Sekunden. Bestand von 23,16 Kilometer. Ja, da muss ich nicht viel dazu sagen. Jetzt heisst die Winterjacke, die Regenjacke anlegen. Es wird zügig kalt. Es geht noch Absee bis auf Lawin und dann ein stetiges, leichtes Aufwärts bis auf Schulz. Oder das Quol auf Rätoromanisch. Die Aussicht kennen wir ja. Aber ich glaube, die da habe ich vorenthalten. Da geht es Richtung Davos. Und zum Nachschauen, ich habe jetzt 1448 Höhenmeter gemacht heute. Und ich bin jetzt auf 2373 Meter über Meer. Ist ja nicht schlecht. Da ist jetzt noch der letzte Blick zurück. Die Alpen, ja, die sind jetzt das erste Mal überwunden. Bis die nächsten kommen in Italien unten. Ja. So, der Pass ist fertig. Jetzt stehe ich ins Unterengadin Richtung Schulz. Da wäre ich jetzt rausgekommen, wenn ich jetzt da den Vereiner-Tunnel genommen hätte. Also eben. Aber es hat Gott sei Dank nicht geregnet.
Darum ja, habe ich hier die wunderbare Natur geniessen. Schloss Tarasp. So, in diesem wunderschönen Wetter verlasse ich Schulz, Squall, Richtung Merano. Zuerst muss ich das Geld umtauschen in Euro, sonst macht das Ganze nicht viel Sinn. So, da war Martina, Zoll. Jetzt geht's. Westenpass, Naudorf. Ja. Da ist der Grenzfluss. Da bin ich auch. Und ich würde jetzt mal sagen, ich folge den Weg hier, weil sonst gibt es keinen. Also hinter der Tafel, Bautafel hat es ein Selfie. Ich gehe mal davon aus, dass es Kurve Nummer 11 ist. Wenn ich es 1 sehe, dann ist ich fast oben wie. Aber weiß es nicht, aber ziemlich sicher wird das so sein. Und wie lange das es da hin und her geht, keine Ahnung. Im GPS bin ich eigentlich drauf. Auf der Via Claudia Originalstrecke. Und ja. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Heute Morgen habe ich Schulz verlassen, Schweiz. Im Moment bin ich in Österreich. Und heute Abend werde ich in Italien sein. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Martina oder irgendwie vorgelagert im Dörfli. Ich bin jetzt da hochgekommen und gehe jetzt da Richtung Naulos. Ja, wo ich dann den Restpass in Angriff nehme. Aber zuerst genieße ich hier die wunderbare Aussicht und das Kellettenblüten. So, da wäre jetzt Nummer 1. Schön grüezi sagen. Ja, ich nehme an, hier oben wird dann der Pass sein. Es war nichts Dramatisches. Ja, wenn man den Flügel gemacht hat, ist das eigentlich Peanuts. Ja, jetzt geht es richtig. Ja, blaue Störungen dort oben und dann Reschenpass. So, da ist jetzt ein bisschen eine Truppe, die ein kleines Türchen gemacht hat, über mehrere Tage. Da bin ich jetzt auf der Norbertshöhe, 1405. Dort oben steht noch Naudorf am Reschenpass. Ja, aber eigentlich müsste ich dann da beim Finger zu sein. Gestartet habe ich da hinten. Bin da in
jetzt hier den Pass gefahren, über die Höhe und dann hier über den Reschenpass, den wir werden gucken, da ist Ziel und die Strecke geht da durch. Genau das. So lange Abfahrt ist es eigentlich gar nicht, wie ich gedacht habe, aber ja, da muss ich schon wenig ruhen. Es luftet so stark. So, jetzt haben wir es offiziell. Reschenpass, Italien geht so durch. Es ist 32 und ja, die Richtung ist das da. Und ich habe soeben Österreich wieder verloren. Da geht es Richtung Nados. Und da geht es Bella Italia, Reschenpass, Venedig. Ich habe es mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Aber das Schlimmste ist, wie gehört, der Gegenwind, der nervt, der braucht ziemlich viel Energie. Aber jetzt geht es in Absee und das ist gut so. Also die Kiele, die linke Seite, die haben es noch nicht versenkt. Aber die nächste, die steht ziemlich massiv im Wasser. Da ist jetzt der Reschensee. Ja, mal schauen, wie das aussieht. So, die Kille, die haben es versenkt. Und natürlich das ganze Dorf. Etwa 1940 haben sie Staudamm gemacht und den See geflutet. Kein Stress! Komm, lachen wir mal für die Kamera. Ja. Also. Das ist jetzt der letzte Blick auf den Kirchenturm. Jetzt geht es hier Richtung Weiss. Aber ja, das Ziel ist etwa auf 300 Meter unten. Also von dem her wird es nicht mehr so besonders kalt. Die ersten Äpfelbäume habe ich gesehen. Ja, es war eine Umleitung und ein bisschen wirrwarr. Aber ja, jetzt bin ich wieder drauf.
suche ich dann einen Zeltplatz, wo ich dann nicht ausstreuen kann. Und morgen geht es dann weiter. Also ich habe jetzt den Zeltplatz verlassen. Das Wetter macht jetzt überhaupt nicht mehr mit. Aber Prognosen sollten also sagen, es geht auf die 10 Richtung Sonnenschein. Und ich lasse mich da mal überraschen. Der Zeltplatz war zwar nur noch 3 Tage offen, aber solange das noch 1 Tag offen ist für mich, lange das. Das nächste Ziel ist Meran und dann geht es einfach weiter via Claudia bis zum nächsten Zeltplatz. Irgendwann, irgendwo. So, da sind jetzt die berühmten Äpfelplantagen. Soweit das Auge reicht. Da werde ich jetzt auch den ganzen Weg begleiten. Das nächste paar Kilometer. Ja, ich hoffe, dass das Wetter besser wird. So ist schon ein bisschen mühsam nicht, aber ich war da, um etwas zu sehen. Aber Sehenswürdigkeiten in dieser Region sind genau die Äpfel und nicht die Berge. Von dem her nicht so wild. Das geht jetzt schon so ein ganzes Weilchen so. Eigentlich gar nichts dagegen. Schön abwechslungsreich. Immer mal wieder Überraschungen. Und mal einen coolen Weg, der wieder aufhört und dann wieder anfängt. Es könnte stundenlang so weitergehen, leicht abwärts und immer schön den Fluss nebenzu, Trash oder so, keine Ahnung mehr. Also ich genieße es noch und ich mache jetzt schon die Holperstrecke da. Autsch! Unterdessen sind etwa 2 Stunden vergangen. Die Äpfelplantagen sind immer noch nebenzu. Großer Unterschied, die sind schon leer. Alles pflückt. Ja, irgendwie auch logisch. Unten ist wärmer, oben ist kälter. Da oben sind später reif. Oh, da hat es noch. Ich fahre jetzt da die Via Agosta, Via Claudia Agosta. Und ich bin irgendwie kurz vor dran, Merano und Richtung Venedig. Besser ist es noch nicht geworden, aber mal ein bisschen besser schon, aber noch nicht gut. Ja, ich bin jetzt ein paar Stunden schon unterwegs. Oben war alles noch voll. Unten da sind sie jetzt gepflückt. Größtenteils ist weg. Es hat einzelne Äpfel, von dem Baum da zum Beispiel, wo es noch dran hat. Einzelne, die es nicht gepflückt haben. Da habe ich jetzt einen ausgeliehen, wo ich dann nachher essen tue, aber die werden so am Boden geflogen. Also von dem her finde ich das voll okay. Jetzt geht es richtig Meran und dann Venedig. Immer schön die Straße entlang. Und genau, ich fahre auf der Via Claudia Agosta. Ist doch etwas Schönes. Es geht da.
Jetzt hier am Selbstbedienungsladen gsi. Self-Service. Haben jetzt noch für den Äpfel gezahlt. Habe dafür noch ein bisschen Most da rauslassen. Selber gemachte Gumpfi jetzt noch. Und natürlich Äpfel und Äpfelchips fertig. Ja. Das ist jetzt der erste, den ich in dieser Art gesehen habe. Das sollte aber nichts heissen. Okay, der Weg geht da durch. Von Latschen weg geht es ziemlich eintönig geradeaus. Immer schön über dem Fluss zu. Und Gebirge, wo man jetzt langsam auch wieder ein bisschen sieht, dass es Gebirge gibt. Die Gegend ist super schön, aber immer noch zügig kalt. Ich habe die Kappe wieder anlegen und Windstopper, Regenschutz als Windstopper. Aber morgen und die nächsten Tage sollte wieder heiß werden, vielleicht zu heiß. Zum da umeinander radeln. Aber ja, man wird sich da gewöhnen müssen. Also kein Problem. Und der Weg ist da durch. Quizfrage: Was steckt hinter dem Tunnel? Mal schauen. Also da wären wir an und da wären die riesen Stühle. Ich weiß nicht, ob ich da drauf gegangen. Ja, es hat wieder angefangen zu regnen. Ja, Vollmontur wieder angelegt. Und so ist die Aussicht. Wäre die Aussicht. Nein, so ist es. Wäre anders, aber jetzt so. Ja, ich esse 7 Lana verloren. Die schönste Wetter mal wieder. Und ja, gehe jetzt weiter Richtung Venedig. Und die Bäume sind immer noch voll präsent. Einfach nur schön. Im Vergleich zu gestern ist das wie Tag und Nacht. Schön Wetter ist halt schon sehr wichtig beim Radreisen. Aber eben, es war ein Tag, da kann man sich erholen. Die Kleider sind gleich wieder trocken. Und die Schuhe brauchen ein bisschen länger. Ja, gut. Jetzt heute auf dem normalen Veloweg. Ich habe jetzt eine Kombination gemacht zwischen den 2 Varianten, die es gibt. Die Bergvariante und die Flussvariante. Und ja, die Aussicht ist nicht übel. Aber das Fahren ist ja, das Fahren. Jetzt auch nicht so viele Aufnahmen da vom heutigen Tag.
weil ja, es ist mehr oder weniger das Gleiche. Ich fahre auf dem Damm, das Wasser fließt im Flussbett. Ja, und einfach schön den Etsch entlang, Richtung Trento. Und dort ist fertig für heute. Gegend absolut genial. Fahrweg. Ja, könnt ihr selber beurteilen. Die Richtung ist mehr oder weniger gegeben. Aber die Aussicht, die ist cool. Ja, mal etwas anderes. Ich bin jetzt hier weg im Bikefest. Da ist jetzt so mein Zimmer, wo ich mich hier ein bisschen ausbreite. Und das ist meine Aussicht. Der Grund ist, ja, ich kann noch nicht so zu Weg sein. Ich habe Mühe gehabt, heute ein bisschen zum Velo fahren. Und jetzt geht es in den Tag oder Ruhe. Und von dem her, ja, kann ich da wieder recht schlafen. Die letzte Nacht war echt kalt, da hin und her gewälzt. Und jetzt bin ich hoffentlich fit. Ich habe jetzt soeben das Bed and Breakfast bei Wohner verlassen. Das ist die Aussicht, die ich auch aus dem Balkon hatte. Es ist einfach genial. Und der Zeltplatz hat mir von 2 Tagen 20 € gekostet. Die Übernachtung hat mir 30 Franken gekostet, inklusive Frühstück. Ja, da muss man sich schon überlegen, ob sich da der Zeltplatz lohnt. Also, es ist wieder die Veloroute Richtung Trento und dann geht es Richtung Conegno. Ja, das sind dann etwa 60 Kilometer. Geht es zwar dann ein bisschen raus, 400 Meter, wenn ich recht gerechnet habe. Dort ist es. Das Weiße Haus. Dort oben innen beim Balkon bin ich gewesen. Gut, jetzt gehe ich ja, weiter, melde mich wieder. Da muss ich ja gleich noch zeigen, da der Edstallfahrweg. Und wenn man den Rückspiegel schaut, sehen wir das Panorama. Es ist einfach schön. Es ist 20 aber 9 Uhr. Ja, so viele Leute hat es noch nicht. Also, ich habe Platz. So, die Tafel hier ist seit langem die Via Claudia Augusta. Die erste Tafel, die ich sehe. Vorne hat es eine Andeutung von V. Und jetzt hat es wieder das Logo drin, wo man ja ich habe etwas daraus gesehen. Ich hoffe, das Navigieren in Zukunft ist ein bisschen einfacher. Nur mit dem Navi ist es ein bisschen ein Seich. So, hier mal die Gegend. Und da durch. Also, ich bin in Trento angekommen. Ich auf dem Veloweg. Das Navi sagt, ich gehe gleich mal links weg. Und ja, ich werde jetzt ein bisschen aufpassen auf den Wegweiser. Da ist jetzt die Trennung von der Via Claudia nach Gardasee oder Venedig. Und ich gehe Richtung Venedig. Da hat sogar ein Band, das dort durchgeht. Und irgendwie von der Industriezeit 2 alte Chemie. Gehe ich mal davon aus. So wie das aussieht. Ja,
Und der Fluss, der hat mich jetzt schon seit 2 Tagen begleitet. Vom Iran bis hier oben auf Trento. Ja. Und jetzt werde ich das Tal verlassen. Richtig. Das erste Mal Richtung Leviggio. Und ich hoffe, dass ich bei Roncevecco kann übernachten. Und dann geht es weiter auf Venedig. Aber jetzt muss ich mich da, wo der Bus ist, da hochkämpfen. Ja, und dann ja, sehen wir weiter. Bis Trento den Hügel durch. Ja, das sind gefühlt etwa 300 Meter. Die Landschaft hat sich massiv verändert. Äpfel gibt es keine mehr. Dafür Haufen Weinanbaufläche. Also die ich jetzt wenigstens gesehen habe. Ja, jetzt fahre ich da den coolen Veloweg. Nein, nicht Veloweg. Der SP27, wenn es mal recht ist. Das ist doch schön. Ich bin mitten auf der Autobahn. Und überall einfach Autobahn, einfach nur Natur. Die geht unten durch und ich gehe oben durch. Verciano. Eben. Mal etwas anderes. Wunderschöne Gegend. So, nach einem längeren Aufstieg werde ich belohnt. Erstens mal durch eine schöne Abfahrt. Das Eichhörnli. Und da hinten ist der See Lago Leviggio. Oder ähnlich. So, also. Also, als ich gesagt habe, es hat auch keine Äpfel mehr in dem Tal, dann habe ich nicht ganz die Wahrheit gesagt. Da hat es einfach links und rechts. Gleich noch Kilometer weit sind sie einfach noch vorhanden. Ja, Gleitschirmflüger, vielleicht sieht man das. Mangiano. Das in dieser Gegend. Ja, jetzt genug Aufwind. Gegenwind haben wir auf alle Fälle. Ich wenigstens. Das Velo auch. Die anderen, ja, sind wir sicher auch. Da sieht man einen, der sich da vorbereitet aufs Landen. Gleitschirmflüger. Ich hoffe, man sieht ihn. Ich sehe ihn nicht auf dem Bild oben. Aber ich nehme mich wieder, wenn er dann mal langsam geht landen. Das Gefühl, der geht in die Ruhe. Oder nicht. Runter. Leider nicht anzoomen. Und genau hinter dem Baum. Touchdown. Jetzt ist er. Ja, der Zweite macht sich da bereit. Und ich. Ich bin hier oben gestartet.
runter geschafft, auf Trento, über. Und jetzt bin ich eben da. Ja, kurz super. Und übernachten, wenn alles gut geht. Bei noch Bed and Breakfast. Selbstverständlich. Ja, es hat verschiedene Auswahlmöglichkeiten dort. Und das ist richtig. Oh, das ist jetzt der zweite Hinweis, den ich hier getroffen habe. Via Claudia und Levi della Storia. Was immer das bedeutet. Unironce no. Tue ich übernachten. Ja, die Ortschaft, die will anscheinend etwas Spezielles haben. Die tut sich hier verkaufen mit dem Veloweg via Claudia. Und ja, jetzt so das Teil hochgekommen. Ziemlich steil. Und morgen gibt es zwei verschiedene Varianten. Variante 1 ist echt der normale Veloweg. Variante 2 sind die Pünktlichen, wo ich da ein bisschen an mich gehen ja, ich tue morgen entscheiden, welche Variante ich nehme. Ich kämpfe mich ein paar Mal hier hochgehen und tue mich informieren. Also das ist der Blick retour. Also eigentlich nicht ganz, aber ich komme später nochmal dazu. Von Venio, wo ich die Nacht verbracht habe. Und auch noch eine zweite Nacht verbringen. Und das ist da gegen vom Hügel. Da gehe ich dann übernachtet. Ich komme jetzt hier oben, dann hier runter auf die Via Claudia Variante. Dann wieder retour auf Borgo und dann irgendwie wieder auf Longenia zurück. Der Grund, dass ich jetzt hier länger bleibe, ist bei Feldre. Also ist irgendwo ein bisschen da hinten da. Haben sie eine Ausstellung, Gar-Ausstellung, das Wochenende und alles ist ausgebucht. Voran hat es nichts Gescheites und ein bisschen nachher hat es nichts Gescheites. Und mit dem Velo ist man einfach bei der Reichweite eingeschränkt, darum bleibe ich da und geniesse das wunderbare Wetter. Ja, hoffentlich morgen, spätestens übermorgen, gehe ich dann weiter. Richtung Venedig. Bei Mastre hat es einen Zeltplatz zu. Ja, Venezia. Der ist bis Mitte nächsten Monat offen. Der ist eigentlich berühmt, dass er gut ist. Aber ja, das geht jetzt ja, einen Tag, zwei länger, bis ich dort unten bin. So, auch wenn ich jetzt so wollte sagen, ich habe Slowenien verlassen, Richtung Borgo und dann geht es Richtung Feldre. Dort weiss ich noch nicht genau, was mit mir passiert. Es ist immer eine Automobilausstellung und ja, das Zeug ist ein bisschen ausverkauft. Im schlimmsten Fall tue ich Zelte irgendwo. Aber ich hoffe es nicht, dass es so weit kommt. Aber das Wetter stimmt. Da kann man gar nicht meckern. Und ja, jetzt nehme ich mal den Tag so, wie es kommt. Ja, in dieser super Gegend gehe ich jetzt hier ins Tal in der Ruhe. Ich denke, es geht etwa 2 Stunden, bis ich da oben bin. Und danach kann es jetzt mehrheitlich alles abgehen. Ups, bis ans Meer. Aber zuerst und der Stutz da noch. GPS
Ich habe ja da von der Active Adventure, ich weiß es auch nicht mehr, die GPS-Datei abgeladen. Aber die ist halt auch schon ein paar Jahre alt. Die Angaben von der Weg stimmen nicht so wirklich. Aber ich habe jetzt auf den Veloweg genommen und mich so ein bisschen reingeschafft. Vielmal habe ich die Route verloren, weil wir auf der Hauptstraße waren. Aber es ist doch einiges schöner, auf einem Veloweg zu sein, wie hier auf der Hauptstraße neben der Riesenbrummer. Das Ziel für heute: Wildre. Und da durch. Oh, der erste Pass. Passo Vagela, 910 Meter über Meer. Habe ich geschafft. Jetzt kommt der zweite. Ja, aber sollte nicht mehr so wild sein. Die grösste Höhe habe ich eigentlich schon. Italienisch und südländisch. Schmale Straßen, Gebirge gebaute Dörfer. Ist einfach herrlich zum Fahren. Ja, jetzt geht es zum zweiten Pass. Ja. Einfach da durch, richtig und weiter. Also ich muss ziemlich viele Kurven machen. Hier oben auf Le Mans. Ups, das war ein Stein. Ja. Ich glaube, ich sehe es gar nicht so. Aber es ist eine coole Sache, coole Gegend. Super Aussicht, kein Verkehr. Und ja, vereinzelte Velofahrer, aber nicht gravierend. Ich genieße es. Und Kurve gerade noch geschafft. Super lange Abfahrt gsi, kurvenreich. Zum Teil auch recht steil. Aber eine coole Sache. Und die Sonne scheint. Aber es ist gleich noch recht kühl. War schon recht spät im Jahr unterwegs. Aber dafür jetzt praktisch keine Leute rum. Und Verkehr ist praktisch null. So. Und jetzt gehe ich das Tal weiter runter. Von 911 bis auf 300 Meter. 700 Meter jetzt Kurve. Ja, vorne sind es eben 5 Kilometer gewesen. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Ooh, no, no, I've been thinking about you. You know, no, no, I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you not think so far ahead? I've been thinking about forever. Ooh. Oh, do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever, ever, 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 ever. Oh, do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever, ever, ever, ever. Ja. Gefühlte 100 sind jetzt da hochgekommen. Vespa.
Riesenstinker. Aber anscheinend Kult. Der Verkehr hat jetzt wieder ein bisschen zugenommen. Aber meine Fahrbahn ist frei. Ja, seit kurzem gibt es auch wieder Hinweisschilder. Der richtige Agent und mehr oder weniger ein Veloweg, wo lokal Verkehr durchgeführt wird. Außer natürlich jetzt, wenn ich aufnehme, oder? Jetzt ist natürlich wieder eine Autobahn, aber das ist immer so. Aber ja, die Aussicht ist jetzt gar nicht so übel. Und also, ich bin jetzt kurz vor Feldre und gehen wir jetzt durch das Zentrum hier schauen, was dort hat für mich. Da durch. Endlich. Jetzt gehe ich suchen. Genau, da innen habe ich übernachtet. Ja, mehr dazu. Da ist noch die super schöne Kille. Sie ist eher verschlafenes Dorf. Aber schön war. Ein bisschen teurer wie sonst. Für das nicht einmal als Hotel angeschrieben ist, aber anscheinend gilt das ein bisschen als Geheimtipp für die Einheimischen, für etwas Spezielles. Und ich habe mich jetzt auch da ein bisschen verwöhnen lassen. Es war gar nicht so teuer gewesen, aber sehr, sehr speziell. Das, was ich hier gegessen habe, habe ich sonst noch nie gegessen. Oder nicht in dieser Art. Ja, speziell gewesen, aber gut und preiswert. Also absolut empfehlenswert, mal hier einen Abstecher zu machen. Die Gegend hat sich jetzt hier ein bisschen verändert. So, jetzt nehme ich den Pump hier noch mit. Und jetzt ist das Ziel Venedig, Mastre. Und laut Navi geht es etwa 60 bis 70 Kilometer. Wenn ich Veloweg nehme, weiss man das nie so genau. Die führen einem ein bisschen kreuz und quer durch die Gegend. Aber dafür sicher und das ist ja die Hauptsache. Also, ich gehe jetzt Richtung Süden, Venedig. Einfach nur schön. Keine Ahnung, ob das Äpfel sind oder Trauben. Aber ich glaube eher Äpfel. Das sind Rösschen. Eigentlich wollte ich noch anhalten zum Karten kehren. Dann war ich wieder auf dieser Karte gesehen, wo dann ich bin. Aber eben schaue ich retour und die wahnsinnige Szene, die hier vor mir auftaucht. Und da durch gehe ich. Die Landschaft ist absolut genial. Flach, aber wunderschön zum Fahren, immer Kurven, Haufen Velofahrer, die mich hier grüßen. Es ist einfach schön, das Wetter spielt mit, etwa 20 Grad, aber zum Fahren, ja. Auch ich habe jetzt lange Kleider an, die meisten hier haben das auch, weil im Schatten ist es eigentlich extrem kalt. Die Sonne geht mir schier drauf, also ich mache nichts auf und zu. Aber lieber so wie verkältet werden, das bringt nichts.
Der grösste Teil vom Fluss ist trocken. Ganz komisch. Ja. Schade, kann ich da nicht anhalten. Und ja, ich setze durch. Natürlich Haufen Velofahrer die ganze Zeit. Das ist etwas ganz Spezielles. Und ich hier eben in Cremona auch schon mal gesehen habe. Irgendwie so, ja, Pflanzenteile, die da drauf schwimmen. Treviso. Das ist vor Mastre. Ja, da kommt man immer wieder im Zusammenhang von der Via Claudia. Und ja, das ganze Zeit schon tue ich mich da mit so kleinen Wegen beschäftigen. Es war nicht angeschrieben, mit Via Claudia oder so. Aber dank dem guten Helfer der GPS ist das eigentlich problemlos. Aber ja, wäre lieber, ich könnte mich aufs Velofahren konzentrieren und nicht unbedingt aufs Navigieren, da noch zwischen die machen. Ja, der Veloweg ist jetzt nicht vorhanden. Da hinten sind nur Fußgänger. Aber die Straße ist ja so breit. Das geht gut für uns beide. Also, so wie das aussieht, muss ich durch den Bogen durch. Und dann ja, rechts weg. So. Oh, Via Claudia. Oder so. Nein, auch nicht. So. Genau. Das ist mit der Altstadt von Treviso. Einfach geradeaus. Also voll ins Zentrum von Treviso wieder. Komischerweise hat es dort mehr Infotafeln, also nur Infotafeln München, Venedig und keine von Via Claudia. Aber München geht hier durch, mein Navi geht hier durch. Dann gehe ich doch auch hier durch. Also ich fahre jetzt einmal völlig neben der Route. Aber ich finde es hier viel schöner. Die Originalroute wird sehr wahrscheinlich auf der Hauptstraße sein. Und ja, ist klar, wieso da ich da nicht mehr. Achtung! Die verstehen ja alle Schweizerdeutsch, also von dem her kein Problem, wenn ich Achtung rufe. Wenn die keine Augen im Kopf haben, dann ja, Zeltplatz ist reserviert. Im Mastre, Zeltplatz Venezia. Sogar Strom. Es hat ein Schwimmbad dort, Hallenbad. 27 Grad geheizt. Das Meer nebenzu. Sauna hat es, glaube ich, noch, habe ich gelesen. Aber so wie ich das kenne, wird jeder Service separat zahlbar sein. Ob ich jetzt 2-3 Tage dort bleibe, weiß ich noch nicht. Zeit habe ich, Schönwetter habe ich. Und ja, Venedig anschauen. Es muss sicher auch schön sein. Und dort bin ich natürlich Katzensprung davon entfernt. Nur schnell über den Damm hier. Little Venedig ist ja schon da hinten. Und dann haben wir es ja. Irgendwie kommt mir das bekannt vor von einem Video. Mehrere Videos. Ja, München, Venedig.
habe mich da jetzt entschieden, die Route zu nehmen. Weil die ist anscheinend super schön. Und ich glaube, die geht jetzt in einen riesen Bogen rundherum. Niemand weiß wirklich wieso. Aber ja, jetzt fange ich den Münchner Radweg auf Venedig. Da darf ich zwar nicht fahren, aber wenn ich es nicht weiter erzähle, erzähle ich es auch nicht weiter. Und wie ihr seht, keine Leute rum. Und das Veloschieben ist mühsam. Es hat ein gewisses Gewicht. Okay, ich nehme alles wieder retour. Vorgeschmack auf Venedig. Er spiegelt hier die Person wie ich. Auch die nebenzu, wo aus dem Wald rauskommt, bin ich definitiv nicht. Eigentlich kann ich hier angehalten, weil es so ein Paddelbötchen hat, wo man mieten kann. Aber ja, ich gehe jetzt Richtung Zeltplatz. Ich mich dort einrichten und nehme dann auch dort einen Kaffee. Jetzt habe ich einen Haufen gegessen. Ich habe zwar schon Lust auf einen Kaffee, aber er ist jetzt auf der anderen Seite. Und eine Brücke hat es keine. Schon über eine Stunde fahre ich jetzt so neben dem Kanal her, oder von Ästen liegen von dem Fluss. Oder Delta. So. Und ja, es wird eigentlich nicht fertig werden. Da überall jetzt wieder ein bisschen die Füße dran, wo die Autos hindern, um hier den Veloweg zu benutzen. Ja, es ist schön, nicht so überlaufen. Nicht mehr Zeit im Sommer, wenn nicht, ist auch eine Völkerwanderung. Super schön. Es war eine gute Entscheidung, dass ich die Route genommen habe. Es ist zwar von der Zeit her ein bisschen länger, aber viel schöner und sicherer. So lässt sich's auch leben, oder? Ja, coole Sache. Hat sehr, sehr wenig da. Das ist, glaube ich, etwas das Dritte, was ich sehe. Ja, super. Also, das Wichtige ist, wie wir vorgehen. Und da durch. So, unterdessen bin ich wieder unter Claudia, via Claudia Agosta unterwegs. Die ganze Zeit jetzt so neben dem Delta zu. Irrsinnig schön, aber extrem holprig. So, da ist jetzt gerade der Flughafen in der Nähe. Da ist das Zeichen, dass ich nicht mehr so weit weg bin. Da bin ich gekommen. Und da hinten setzt dann das Zielsee. Unterdessen bin ich Zeltplatz Venedig angekommen. Super Zeltplatz. Gefällt mir da. Ja, da bin ich etwa für 3 Tage. Und nachher geht es dann weiter.